Namaste Freunde, willkommen in meinem Kanal. Im heutigen Video sehen wir uns ein berühmtes Streetfood aus Indien und das ist Manchurian. Manchurien sind kleine Gemüsebällchen und werden mit Soße serviert. Für die Manchurien habe ich sehr fein gehackten Weißkohl genommen. Für dieses Rezept ist es sehr wichtig, dass Sie die Gemüse so fein wie möglich schneiden. Bei grob geschnittenen Gemüse ist es sehr schwierig, die Kugel zu formen. Dann nehme ich hier den sehr fein gehackten Blumenkohl. Die Menge für den Blumenkohl beträgt hier die Hälfte des Weißkohls. Als nächstes kommt hier fein gehackte Karotten. Dann kommt hier Sojagranulat. Diese Soja habe ich 20 Minuten im heißen Wasser eingeweicht und dann das Wasser aus Soja herausgedrückt. Es muss trocken sein. Dann habe ich hier sehr fein gehackte grüne Chilis genommen. Ich habe alle Samen herausgenommen, damit es nicht scharf wird. Dann füge ich hier Schnittlauch hinzu. Ich habe diese in Ringe geschnitten. Einige werden wir zur Verzehren Seite lassen. Dann füge ich hier 2 Esslöffel Reismehl hinzu. Mit diesem Reismehl werden Gemüsebällchen sehr knusprig. Als nächstes kommt ein Esslöffel Speisestärke dazu. Dann kommt ein Esslöffel Weizenmehl. Jetzt mischen wir zuerst alle Zutaten mit der Hand, um einen Teig zu machen. Ich füge hier kein Wasser hinzu, denn wenn wir es kneten, beginnt der Kohl Wasser freizusetzen und die Feuchtigkeit des Kohls reicht aus, um den Teig zu binden. Wenn Sie zusätzlich Wasser hinzufügen, wird der Teig sehr flüssig und es ist sehr schwierig, die Kugel zu formen. Fügen Sie nun das Salz hinzu. Wenn Sie das Salz hinfügen, hinterlässt es Feuchtigkeit, weshalb wir kein zusätzliches Wasser hinfügen. Nun so lange kneten, bis es im Teig bindet. Jetzt, wie Sie hier sehen können, ist es wie ein Teig geworden. Es hat mir ungefähr 5 Minuten gebraucht. Ich habe gar kein Wasser hingefügt. Nur ich habe es so lange geknetet, bis es gebunden ist. Wie vorher gesagt, das Wasser aus Kohl reicht vollkommen aus, das Teig zu binden. Jetzt fangen wir gleich kleine Bälle zu formen. Bitte das Teig nicht lange stehen lassen. Um die Kugel zu formen, befeuchte ich zuerst meine Hände mit wenig Wasser, damit der Teig nicht an meine Hände klebt. Formt ihr nun Walnussgröße Kugeln. Wenn Sie merken, dass der Teig an Ihren Händen klebt, dann nur befeuchten Sie Ihre Hände mit Wasser, sonst nicht. Bei zu viel Wasser kann sich der Teig flüssiger werden und der Teig geht auseinander und Sie können die Bälle nicht formen. Und so jetzt formen wir die alle Bälle. Hier sind unsere Gemüsebällchen fertig. Ich habe hier mundgerechte Bälle geformt. Jetzt werden wir die Kugel sofort frittieren. Lassen Sie die Bälle nach dem Formen nicht lange stehen. Beim langen Stehen kann der Teig flüssiger werden und die Bälle auseinanderfallen. Ich habe hier Öl zum Frittieren erhitzt. Die Öltemperatur ist hier sehr wichtig. Das Öl sollte nicht zu heiß sein. Mit heißem Öl bleiben die Gemüsebällchen innen roh und werden außen sehr schnell und braun. Und das wollen wir nicht. Jetzt habe ich die Herdhitze runtergedreht und frittieren wir sie, bis die Außenseite knusprig und goldbraun werden. Hier sind unsere Gemüsebälle gut gebraten. Sie können sehen, dass die goldbraun gebraten sind. Jetzt werden wir die herausnehmen. Auf diese Weise braten wir alle Gemüsebällchen. Unsere Manchurian-Bälle sind hier komplett gebraten.
Wenn Sie es in großen Mengen kochen möchten, bereiten Sie den Teig in kleinen Portionen vor. Wenn Sie gleichzeitig große Portionen zubereiten, können die Kugeln durch langes Stehen auseinanderfallen. Wenn es eine große Menge gibt, bereiten Sie den Teig daher in kleinen Portionen vor. Dann zuerst die Kugel braten und dann die nächste Portion vorbereiten. Sie können die Bälle auch als Snacks genießen. Jetzt bereiten wir die Soße für das Manchurian. Ich habe hier einen Esslöffel Öl erhitzt. Wenn das Öl heiß ist, gebe ich hier einen Esslöffel lang geschnittenen Ingwer dazu. Dann gebe ich hier lang geschnittenen grüne Chilischoten. Ich habe hier die Chilisamen aus dem Chili rausgenommen, damit es nicht scharf schmecken. Wenn Sie gerne scharf essen, dann lassen Sie die Chilisamen. Lassen Sie die Hitze auf die niedrige Stelle. Wenn der Chili und Ingwer braun werden, schalten wir den Herd aus. Lassen Sie das Öl eine halbe Minute abkühlen. Wenn die Öltemperatur sinkt, fügen wir eine Schüssel Wasser hinzu und dann schalten Sie den Herd ein. Jetzt gebe ich einen Esslöffel Sojasauce, dann kommt ein Teelöffel weißer Essig, ein Teelöffel braunen Rohzucker und jetzt alles eine Minute köcheln lassen. Ich habe dem Wasser einen Löffel Speisestärke hinzugefügt und wir fügen die Mischung hinzu. Jetzt ständig umrühren, sonst die Stärke kann Klumpen bilden. Dann kommt schwarzer Pfeffer und Salz dazu. Geben Sie nicht viel Salz, da Sojasauce auch viel Salz enthält, fügen Sie daher entsprechend Salz dazu. Dann gehackten Schnittlauch in die Ringe geben und hier ist unsere Manchurian-Soße fertig. Vor dem Servieren erwärmen Sie die Gemüsebälle im Backofen, die Soße erwärmen und Gemüsebälle hinfügen. Gut mischen, sodass alle Kugeln mit der Soße gut bedeckt sind und warm servieren. Hier ist unser Manchurian serviert fertig. Probieren Sie dieses Rezept einmal. Ich bin sicher, Sie werden dieses Rezept lieben. Sie können es als Beilage oder als Vorspeise genießen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren Sie es. Dann tschüss, bis zum nächsten leckeren Rezept.